Mahlzeit, die Linke zum Gruß. Wisst ihr eigentlich, was das hier ist? Oder würdet ihr mal gerne in das Innere von einem Bremssattel reingucken? Dann kommt mal mit. Moment mal, bevor ich es vergesse. Wir haben ein neues Kanalmitglied auf YouTube und zwar den lieben Ronny. Ein Schleifpunktsucher. Vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Ich freue mich sehr drüber. Für alle anderen, die das toll finden, was ich mache in den Videos, die mich gerne unterstützen möchten, schaut mal unten im Video vorbei, da kann man Mitglied werden. Schleifpunktsuche oder ähnliches, dann bekommt ihr auch die Übung der Woche, könnt mir den Nacken reinschnaufen oder ähnliches. Von daher gibt es einiges zu entdecken. In dem Fall, let's fetz! So, wie ihr sehen könnt, die Bremsen und so weiter sind schon alle demontiert. Hier seht ihr einmal die Bremsleitungen. Auch das Ganze natürlich hinten gemacht. Von daher können wir uns mal an die Bremsleitungen oder an die Bremssattel ranmachen. Also, hier seht ihr einmal die Bremssattel, die vorderen schon mal rumliegen. Ihr seht auch sehr, sehr gut, dass sie noch ein bisschen dreckig sind. Hier ein paar Kristalle und so weiter vom Salz, von der Bremsflüssigkeit. Von daher müssen wir die auf jeden Fall noch sauber machen. Wenn wir da jetzt mal ins Innere reingucken, wie ihr hier sehr schön seht, dann haben wir hier einmal sowas wie das hier, Gummis drinne. Und wenn die alt werden und poröse, dann wird das Ganze einfach schon mal schwieriger. Ihr seht auch hier im Bremssattel drinne, dass wir in der Regel hier einmal einen großen Gummi drinne haben. Beim inneren Bremssattel, dann seht ihr einmal den hinteren Gummi, hier den, und dann haben wir hier nochmal eine Nut ganz vorne, das ist die Staubdichtung. Also wir haben einmal eine Dichtung, die die Bremsflüssigkeit zurückhält, das ist die große, und nochmal eine Nut, wo wir die Staubdichtung reinmachen können. Ihr seht auch hier, den müssen wir auch nochmal sauber machen, in der Regel ein bisschen drüber bursten, dann geht es wieder runter, aber da bilden sich gerne auch Kristalle wegen der Bremsflüssigkeit. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, jetzt könnt ihr euch mal kurz vorstellen, was davon was ist, was hinten was vorne ist. Ich kann es euch mal beantworten. Der hier, rechte ist für vorne, der linke ist für hinten. Also sowas habt ihr natürlich auch. Das heißt, in dem Moment kommt der Bremszylinder hier so rein. Und wenn die Dichtungen neu gemacht sind, dann können wir den später reintun. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir diese Teile hier erstmal sauber machen. Weil wenn die nicht sauber sind, dann ripsen die in der Regel sehr, sehr gerne am Gummi. Und dann wird das Ganze einfach ungeschmeidig, weil dadurch die Gummis, die Dichtungen schneller kaputt gehen. Das heißt, da werden wir uns jetzt mal drum kümmern. Wenn wir dann fertig sind, können die beispielsweise so aussehen. Ich habe tatsächlich mal alte Bremszylinder rausgeholt. Ihr seht, da ist noch etwas drauf und vor allem der Bereich hier, der ist immer sehr, sehr schwierig. Das sind wie so kleine Nupsis, sage ich jetzt mal. So einen Bremszylinder würde ich nicht mehr wiederverwenden, ganz einfach aus dem Grund, wenn der sich über den Gummi rein und raus schiebt, dann ripst der da richtig schön dran. Und dann könnt ihr dann natürlich die Bremse nach einiger Zeit wieder vergessen. Deswegen würde ich empfehlen, den hier zu ersetzen. Den habe ich auch schon mal ersetzt, den habe ich jetzt euch nur zu Demo-Zwecken noch übrig gelassen. So, jetzt zeige ich euch nochmal was. Oftmals kommt die Frage auf, wann ist denn meine Bremse verschlissen? Meine Frage an euch, ist diese Bremse verschlissen oder nicht? Ganz klar, sie ist verschlissen. Zum einen seht ihr hier, dass sie hier mehr abgerieben wurde als hier oben. Das war beispielsweise der rechte Teil. Und dann haben wir hierzu noch den linken Teil. Da seht ihr auch, dass mehr Profil drauf ist. Also der linke Bremssattel hat deutlich weniger gebremst als der rechte. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht gut. Bedeutet, das ist beispielsweise auch ein Signal, dass die Bremse unrund läuft. Dass sie irgendwo hängt, dass sich entweder der Bremskolben verhängt oder auch, dass der Mechanismus hier, der schwimmende Bereich hier, dass der teilweise ein bisschen unrund beispielsweise laufen kann. Also irgendwo haben wir gewisse Konstellationen, die den Bremssattel dazu bringen, diesen Bremsbelag nicht gerade aufzusetzen, sondern auf einer Seite mehr zu belasten. Und in der Regel ist es ein sehr gutes Zeichen, dass das nicht gut läuft oder sich sogar was verkantet hat.
Wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schaut auch gerne mal in unserer fahrlässigen Motorradakademie vorbei. Da haben wir noch ein paar Kurse mehr für euch, ein paar Informationen mehr, ein paar Videos mehr. Schaut da gerne mal vorbei. So, also wir haben jetzt mal die ganzen Zylinder hier sauber gemacht. Dabei ist mir Folgendes aufgefallen, was ich mir schon halb dachte. Wenn ihr euch mal diesen Zylinder hier anschaut, dann seht ihr da richtig schön korrigiert. Das kriegen wir auch so leicht nicht mehr weg. Und wir sehen hier tatsächlich auch teilweise ein bisschen so Rostpickel dran. Deswegen bedeutet das, der Gute fliegt raus. Wer da mal Tipps hat, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe mir einen Tipp gemacht, und zwar, ich habe mir einfach neue besorgt. Und zwar von einem gebrauchten Bremssattel. Die sehen sehr, sehr gut aus. Die habe ich gerade mal sauber gemacht. Ich war tatsächlich erstaunt, wie gut die aussehen. Von daher werde ich die verbauen. Die zwei gehen weg und das hier wird dann der Mittelpunkt von dem Ganzen. Genau. Ich kümmere mich jetzt einmal noch um diese Sachen hier sauber zu machen. Das heißt, ich verwende dazu Wattestäbchen. Zack. Ja. Und mit Bremsenreiniger gehe ich da einmal in die Nuten rein und hole da mal das ganze Zeug raus, weil ab und an lagert sich dann doch einiges ab, gerade durch Witterungsbedingungen, Regen und so weiter. Könnt ihr da richtig schön sauber machen. So, auch ihr nochmal für euch der neue Bremssattel, der sieht soweit auch ganz gut aus. Da habe ich jetzt gerade die Zylinder rausgeholt. Wie ihr das Ganze macht, ist eigentlich relativ, hakelig, nicht so ganz einfach. Also stellt euch vor, die Zylinder sind hier noch drinne. Dann gehe ich hier mit Druckluft rein, also dichte das Ganze ab, gehe mit Druckluft rein und dann schiebt es in der Regel ein Zylinder raus. Wenn es der hier ist sehr gut, dann ploppt der raus. Hier müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr keine Finger dazwischen habt, weil der schießt euch richtig raus, der quetscht mal richtig die Finger ein. Von daher richtig aufpassen. Und wenn der hier rauskommt, dann könnt ihr den hier einfach zack, hier rausdrücken. Und dann habt ihr die beiden draußen. So mache ich das Ganze immer. Wenn jetzt nur der linke hier rauskommt, aber der rechte drin ist, dann gehe ich hier mit Kabelbinder drumherum, dass der hier fixiert wird. Und dann versuche ich den hier erstmal rauszujagen, bevor ich dann den linken raushole. Ab und zu muss ich auch Arbeiten ohne Handschuhe machen. Ein paar Warnungen bzw. ein paar Hinweise für euch. Wenn ihr das Ganze selber macht, ihr arbeitet hier mit Bremsflüssigkeit, die ist tatsächlich nicht gut für die Haut, deswegen verwendet unbedingt Handschuhe dabei. Ab und zu muss man filigrane Arbeit machen, zum Beispiel gerade diese Gummis rausholen oder so. Da lege ich mir einfach gerne eine Schüssel Wasser oder einen Eimer Wasser nebendran. Das heißt, da gehe ich kurz mal mit den Händen hin und spüle mir danach einfach meine Hände wieder sauber. Weil, wenn da Bremsflüssigkeit dran ist, das greift ziemlich die Haut an und es macht das Ganze ziemlich trocken. Deswegen auch danach, nach so einer Arbeit, gerne wieder eincremen, damit die Haut schön fettig bleibt. Gerade so filigrane Sachen komme ich ohne Handschuhe einfach besser dran. Das heißt, hier richtig schön einmal in der Nut rein. Schon ein bisschen gefrickelt. Man kann theoretisch auch den Bremszylinder komplett auseinanderbauen, aber das mache ich jetzt in dem Moment nicht. Das heißt, hier einmal richtig schön die Nut putzen, wenn es da mal fokussiert. So, jetzt genau. Also der hintere, der schwarze, der kommt hier auch noch raus. Wird hier auch noch die Nut geputzt. Einmal durchblasen mit Bremsenreiniger. Ganz genau. Ich zeige das euch mal kurz, was ich bisher schon gemacht habe. Ich habe die erste Nut hier drinne, habe ich schon mal sauber gemacht. Und ihr seht jetzt an der zweiten Nut, da wo der Gummi hier ein bisschen rausguckt, da ist ein richtiger Schlons drinne. Das heißt, ihr könnt hier nicht mit scharfen Sachen rein. Metallische Sachen sind hier nicht gut geeignet, also kein Schraubenzieher oder ähnliches nehmen, sondern eher mit einem Zahnstocher an den Gummi ran und den dann rauslupfen. Dann steht der ungefähr so drin und dann könnt ihr den mit den Fingern rausholen. Genau, und wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir diesen Kanal hier drinnen auch nochmal sauber kriegen. Sind in der Regel einfach, ja, so, das ist Bremsflüssigkeit in der Regel, das ist so ein bisschen verharzt. Vielleicht auch noch dieses Fett, das man dazu auch noch ein bisschen verwendet. So in der Richtung wird es einfach sein. So, also jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus, wenn ihr da mal reinguckt. Weniger Schlons drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch von der anderen Seite. Das sieht soweit ganz gut aus, meiner Meinung nach. Noch einmal mit Bremsenreiniger durchgearbeitet.
Und dann passt das. So, jetzt können wir uns einmal kurz die Dichtungen angucken. Und zwar, wenn ihr das seht, also da seht ihr schon mal, da ist einiges an Staub und so weiter dabei. So sieht die dicke Dichtung aus, so sieht die dünne Dichtung aus. Das heißt, die dünne Dichtung, die ist tatsächlich dazu da, um den Dreck herauszuhalten, und die dicke dazu da, um die Bremsflüssigkeit zurückzuhalten. Und wie gesagt, wenn die kaputt ist, ich tausche jetzt tatsächlich auch aus, also der Bremssattel war zwar nicht undicht, aber wenn ich das Ganze schon rausgeholt habe, dann tausche ich auch gleich mal alle Dichtungen aus. Dafür gibt es in der Regel so Reparatursätze, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Das ist ein Reparatursatz für vorne und für hinten. Genau, also so sieht das Ganze ungefähr aus. Das ist einmal hinten, sprich zweimal große Dichtung, zweimal kleine Dichtung, und das ist einmal für vorne. Sowas braucht ihr in der Regel zweimal, damit ihr beide Bremssattel machen könnt. Da seht ihr auch dieses kleine Döschen, das werden wir nachher auch mal kurz aufmachen. Da ist wie so ein kleines, naja, nicht so fett drin, das habe ich vielleicht vorhin ein bisschen anders falsch bezeichnet, aber es ist auf jeden Fall eine Masse, die kann man verwenden, um später den Zylinder besser reinzubekommen, flutschiger zu machen. Also einmal aufgemacht, da haben wir so ein Döschen. Zack, das können wir dafür verwenden, um das Ganze ein bisschen geschmeidiger zu machen. Und auch hier sind die neuen Dichtungen drin, sogar neue Staubkappen für die Entlüftungsventile. Genau, das bauen wir jetzt mal ein und dann setzen wir mal den Zylinder wieder ein. Sadele, easy peasy, die neuen Dichtungen sind drinne. Es ist ein bisschen gefrickelt, aber es geht in der Regel gut. Also gerade den großen, den kriegt ihr gut rein, weil der relativ statisch ist oder relativ, ja, unflexibel, sage ich jetzt einfach mal. Wie funktioniert denn eigentlich das Ganze? Staubdichtung ist ganz klar. Diese Dichtung, die dickere, die wird wie geformt. Also wenn sich der Zylinder rausbewegt, dann formt sich oder welkt sich etwas diese Gummidichtung und dann bildet die wie so eine, ich sage jetzt mal, kleine Lippe. Und wenn dann der Bremsdruck nachlässt, dann welkt sich der Gummi wieder etwas zurück und zieht somit den Zylinder etwas zurück. Und dann könnt ihr euch auch vorstellen, eine Bremsscheibe ist nie ganz gerade, das heißt, die hat einen ganz, ganz leichten Schlag oder ganz leichte Unebenheiten, und die ganz leichten Vibrationen führen natürlich auch, dass die einmal kurz auf die Bremsbacken draufdrücken, damit die sich wieder zurückformen lassen. Genau, also das Gesamtspiel führt einfach dazu, dass die Bremsbacke entlastet wird und somit zurückgezogen wird. Und wenn der Mechanismus, wenn der Gummi hier beispielsweise nicht mehr richtig funktioniert oder wenn auch der Zylinder kaputt ist, also sprich kann man ja gerade kurz zeigen, also wenn der hier relativ rau ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, gleitet der nicht mehr so schön über den Gummi drüber, und entsprechend dessen wird das Ganze natürlich doof. Hier habe ich nochmal ein Detail, warum ich die ganzen auswechsel, ist auch hier. Ihr seht hier einmal die Risse. Also da hat sich schon einiges abgenutzt. Das sieht tatsächlich überhaupt nicht gut aus. Auch hier richtig schön an der Kante einmal abgenutzt, deswegen kommen die tatsächlich weg und werden ersetzt. So, wenn ihr teilweise so Reparatursets noch übrig habt, also hier haben wir die Staubdichtungen und hier haben wir eine weitere Dichtung, gerade bei der SV. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Motorrädern ist, aber bei der SV bin ich mir mittlerweile sehr trittsicher. Dann ist der Bremssattel ganz einfach so aufgebaut, dass die Bremsflüssigkeit hier reingepumpt wird. Das heißt, die Bremsflüssigkeit geht hier über den Bereich, hier ist noch ein Kanal drin, wird dann hier rüber gedrückt und drückt dann hier natürlich auch nochmal auf den Kolben. Somit haben wir zwei Kolben, die zusammengedrückt werden. Und wenn wir jetzt diese Schraube öffnen würden, dann ist hier eine Dichtung drin, sprich, den kann man auch zweiteilen. Das habe ich jetzt in dem Moment nicht gemacht, aber da gilt es ja natürlich auch nochmal die Dichtung zu erneuern, weil ansonsten fließt hier die Bremsflüssigkeit raus. Genau, jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Bremszylinder, wenn die dann auch nochmal schön sauber sind und ohne Staub sind, dann können wir die einmal leicht benetzen mit diesem guten Zeug hier drin. Da empfehle ich euch eigentlich ganz, ganz wenig zu nehmen. Also da das Ganze, sage ich jetzt mal, schön zu verteilen und dass es einfach leicht benetzt ist.
Genau, also wir verteilen jetzt mal das Ganze hier. So, genau. Vor allem auch hier ein bisschen an der Kante, weil da werden wir später den Kolben einsetzen. Und wenn der hier richtig schön benetzt ist mit dem Ganzen, dann flutscht der auch richtig schön rein. Das gleiche empfiehlt sich auch ein bisschen bei den Dichtungen hier. Das heißt, die können wir ganz einfach im Innenbereich einmal ein bisschen benetzen. Einfach ganz, ganz wenig drauf, aber dass sie so einen leichten Film drauf haben, weil dann flutscht die ganze Sache später richtig schön rein. Dieses Mittel verträgt sich auch mit der Bremsflüssigkeit, das löst sich auch darin auf, also von daher braucht ihr da keine Angst haben, dass sich da irgendwelche Poren von dem Bremssattel oder ähnliches zerstören oder verdichten. Ihr dürft jetzt halt natürlich nicht hier kiloweise das Zeug auftragen, sondern einfach damit ein leichter Film auf diesen Dichtungen liegt. Ihr seht auch ein bisschen den Glanz hier drin, da ist das Ganze benetzt, das sieht soweit gut aus. Dann führen wir einmal den Kolben ein. Ja, dann machen wir einmal den ersten Kolben, den können wir jetzt einfach mal hier kurz einführen. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr den relativ gerade einsetzt, also ihr seht, der ist jetzt gerade schräg. Ich mache den einmal gerade, damit er sich nicht verkantet. Das ist sehr, sehr wichtig beim Einsetzen, weil ansonsten habt ihr einfach das Problem, dass da die Gummisachen drunter leiden. Und wenn ich jetzt meinen Job einigermaßen gut mache, ist ja schon mal schwierig mit der Kamera zu synchronisieren, dann flutscht der richtig raus. Also ihr merkt schon, da etwas Geduld an die ganze Sache ranbringen. Den Kolben schön gerade setzen. Der ist so flutschig. So, genau, und dann mit etwas Druck arbeiten. So, jetzt so langsam. Sehr schön. Also, so sieht das Ganze dann aus. Und jetzt könnt ihr den eigentlich theoretisch richtig schön reinbewegen. Jetzt müsstet ihr auch bei der Reinbewegung da natürlich darauf achten, dass ihr alle Seiten gleichmäßig belastet. Also, wenn da ein Stückchen drin ist, dann geht es auch einfacher. Und wenn ihr dann hier einmal drauf drückt, so, dann fließt der richtig schön rein. Also das ist tatsächlich echt schön eigentlich. Genau. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. So, auch hier ist er eingesetzt einmal. Das heißt, den können wir jetzt einmal leicht nach unten drücken und ihr werdet auch relativ schnell merken, wenn ihr den davor mal rausgeholt habt, oh, jetzt geht er richtig schön rein. Geil, das ist so satisfying. Genau, also auf Anschlag haben wir den, das passt. Wir müssen nachher nur aufpassen wegen der Bremsflüssigkeit, weil wenn die Kolben rauskommen, dann müssen wir da einfach nachfüllen. Aber das kommt dann alles später. Also, wer sich vielleicht mal gefragt hat, was Gymkhana eigentlich macht, gut, da waren jetzt noch Witterungsverhältnisse dabei, aber ihr seht, ich stelle es jetzt gerade mal nebeneinander. So sehen sie eigentlich aus. So können sie aussehen, wenn sie dann mal richtig benutzt werden. Also die sind schon ziemlich unten. Ihr seht, also wenn ich sehe, dass das hier aufgelöst ist, dann wechsle ich in der Regel die Brakepads. Genau, weil da einfach nicht mehr viel übrig bleibt und da ist dann natürlich auch der Bremskolben sehr, sehr weit rausgefahren. Von daher, die werden wir auf jeden Fall wechseln. Was ich jetzt mal kurz gemacht habe, ist die Entlüftungsnippel hier rauszuholen, weil so sehen die nämlich im alten Zustand aus. Zack. Und das sind die neuen. Also, das hier sind Entlüftungsnippel mit Rückschlagventil. Das bedeutet, ich kann hier einfach nur einen Schlauch ansetzen und das Ganze rauspumpen. Und weil ich natürlich oft Bremsflüssigkeit wechsle, macht das Ganze auch Sinn. So, also ich habe jetzt den vorderen Hauptbremszylinder, die zwei nochmal sauber gemacht. Die Kristalle weggemacht, ausgepustet und so weiter. Und jetzt möchte ich euch mal kurz was erklären. Also das hier ist ein schwimmender Bremssattel. Warum? Weil der hier sich bewegen kann, okay? Das heißt, das Teil ist starr vorne dran und der Bremssattel kann sich mit der Bremsscheibe mitbewegen. So, wenn das Ganze jetzt nicht ganz rund läuft, da können wir mal kurz dahinter gucken, was da eigentlich ist.
Da haben wir diese Stifte hier und auf der Gegenseite natürlich auch diese Bohrungen oder wie man das Ganze auch nennt. Wenn das Ganze unrund läuft, dann schwimmt der Bremssattel nicht richtig und dann kann der natürlich einseitig belastet werden. Deswegen auch hier sauber machen, das Ganze wieder schön fetten. So, lustiger Funfact. Diese Teile, die sollten wir natürlich auch tauschen, weil irgendwann der Gummi poröser wird und spröde. Der Gummi sieht ganz lustig aus, der ist eigentlich hier drin. Also sprich, dieses Teil einmal abschneiden oder einmal durchdrücken. So sieht der Gummi dann einmal rausgeholt aus. Genau, also man sieht hier richtig schön hier Bremsen, Staub und desgleichen. Von daher werden wir den auch ersetzen. So, also wir sind soweit mit der hinteren Bremszange fertig. Wie ihr seht, einmal schön Brembo, neue Bremsbeläge. Hier richtig schön, geil. Seht ihr die Farbe? Oh, schön. Das sind jetzt Sintermetall. Ich verwende die Sintermetall, weil ich damit Wettkampf fahre. Das heißt, die halten deutlich mehr in Hitze aus. Genau, noch das kleine Upgrade mit dem Nippel hier. Ein Tipp, den ich euch dabei geben kann, wenn ihr mal die Bremse selber wartet, schaut hier auf jeden Fall mal rein. Also holt euch das Ganze mal raus, schaut da mal rein, ob da Dreck oder ähnliches drin ist. Weil wenn da Dreck ist, umso mehr müsst ihr das Ding anziehen und irgendwann reißt es euch ab. Deswegen eigentlich sollte das mit 8 Newtonmeter, also so leichtes Handfest, zugezogen werden. Mehr braucht es da gar nicht, weil das wie so ein Konus ist, der einfach in so ein Loch reingeht und damit einfach alles abdichtet. Deswegen, genau. Jetzt werden wir das Ganze montieren und im nächsten Step werde ich euch dann zeigen, wie wir das Ganze dann entlüften. Hier sind wir jetzt am Hinterteil vom Motorrad. So kommt es später hin. So rum. Das bedeutet, hier kommt die Achse hin. Das werden wir gleich befestigen. Und hier kommt dann die Bremsleitung hin. Genau. So, jetzt werden wir uns erstmal das hier entledigen. Bei solchen Schrauben kann man gern mit einer Messingbürste nochmal nachgehen, damit die beim nächsten Mal auch geöffnet werden kann. So sieht das Ganze dann aus. So sieht eine Messingbürste aus. Genau. Da könnt ihr leicht über die Gewinde drüber gehen. Da macht ihr es ja auch nicht kaputt. Wenn ihr eine Stahlbürste nehmt, ist es manchmal nicht so gut fürs Gewinde. So, wenn wir uns das mal kurz im Detail anschauen, dann seht ihr auch hier Kupferdichtringe, die unbedingt nicht vergessen. Noch so ein Tipp nebenbei, ich ziehe das gleich an, da kommen nicht viel Newtonmeter drauf. Informiert euch unbedingt, wie viel Newtonmeter ihr da drauf geben müsst, weil dass es ein relativ weiches Metall ist, was abdichtet, braucht ihr da jetzt nicht mit 60 Newtonmeter draufknallen. Also ich sage jetzt mal, ich glaube 27 oder 34 Newtonmeter, wenn überhaupt. Aber das korrigiere ich auch gleich nochmal. So, ich habe gleich mal den Reifen noch mit eingebaut. Weil jetzt kann ich das Ganze so montieren, dass es in der Ausgangsposition ist. Hier auf die Schraube, was ich vorhin gesagt habe, habe ich nochmal nachgeguckt, kommen 23 Newtonmeter drauf, also tatsächlich gar nicht so viel. Und hier auch, also hier kommen 27 Newtonmeter, das heißt, ihr merkt schon an der Bremse, da wird nie angezogen wie ein Ochse, sondern alles schön feinfühlig. Genau, das machen wir jetzt und dann werden wir danach die Bremse entlüften. So, um zu entlüften verwende ich dieses Gerät hier. Das heißt, hier kann ich einen Kompressor anschließen. Die Luft fließt in diese Richtung, dadurch erzeugt sich ein Vakuum. Wer diesen Effekt kennt, schreibt ihn auch gerne mal in die Kommentare. Und normalerweise auf Wettkämpfe nehme ich diese Flasche mit. Die hat ganz einfach ein Rückschlagventil. Wo haben wir es? Da. Genau. Bedeutet, da kommt dann keine Luft mehr von der anderen Seite rein. Mittlerweile haben wir ja die Nupsis hier, die Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil, von daher kommt da garantiert keine Luft mehr rein. Ich verwende das hier jetzt am Anfang, weil die Leitung jetzt komplett luftfrei ist.
bedeutet, komplett mit Luft ist. Bedeutet, wenn ihr die andere Flasche verwendet, dann habt ihr wirklich ein Problem, dass ihr die Luft rausgezogen bekommt, weil irgendwann fließt dann hier die Bremsflüssigkeit rein und irgendwann bleibt sie da hängen, weil sie einfach ja, nicht mehr weiterläuft. Deswegen empfehle ich dieses Gerät dazu. So, das war jetzt der ganze Vorgang. Ihr seht schon, da ist Bremsflüssigkeit drin. Jetzt kam auch keine Blubberblasen mehr raus. Was ich die ganze Zeit gemacht habe, ist einfach oben nachgefüllt. Genau. Das heißt, das werde ich jetzt noch ein paar Mal tun, damit die Bremsbacken anliegen. So, um euch das mal kurz zu demonstrieren, wie sehen denn solche Blasen aus? Wenn das fokussiert, so sehen Blasen aus. Das heißt, wenn von denen keine mehr kommen, wie hier es tatsächlich der Fall ist, nach mehrmaligen Pumpen, dann ist die Bremsleitung luftfrei. Dann könnt ihr alles zumachen, nochmal auffüllen, zack und fertig. Genau. Und das ist der große Vorteil von diesen Ventilen. Sprich, eigentlich brauche ich jetzt das Gerät nicht mehr, aber ich vernöhne es halt, um gut absaugen zu können. Da kommt jetzt keine Luft mehr rein. Also das ist natürlich geschlossen, aber da kommt keine Luft mehr rein. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe natürlich nicht alles aufgenommen, weil das immer so schön den Rahmen sprengt. Also wie man eine Bremse einbaut, wie man sie ausbaut, das ist in der Regel ein bisschen selbsterklärend. Achtet auf jeden Fall drauf, auf die Drehmomente, wenn ihr das Ganze wieder einbaut. Und da kann ich euch auf jeden Fall einen Tipp geben. Einmal von Bücheli, hier so ein Werkstatthandbuch. Nehmt das auf jeden Fall oder kauft es auf jeden Fall davor, wenn ihr was an der Bremse macht. Dann könnt ihr das Ganze auch mal durchblättern. Dann seht ihr in der Regel ganz genau, wo ihr hinfassen müsst, wenn ihr eure Bremse warten müsst. Ich denke, ihr habt auch sehr gut gesehen, wie man die Bremse warten muss oder ab wann man die Bremse warten muss. In der Regel kann man so ein bisschen den Spalt auch angucken, um zu gucken, wie dick denn noch die Bremsbeläge sind. Ich muss tatsächlich öfters meine Bremsen einfach warten, weil die sehr krass beansprucht werden. Gerade durch das Moto Meccana ist vor allem die Hinterradbremse sehr, sehr hoch beansprucht. Ich sage ganz ehrlich, das Perverse ist ja dahinter, dass mir eine neue Hinterradbremse weniger Geld kostet als zwei neue Zylinder. Deswegen kaufe ich auch gerne da ab und an einfach eine neue Hinterradbremse, warte dann die Zylindermasse schön sauber, wenn die in good condition sind, und verwende dann einfach eine neue Hinterradbremse. Aber das kommt natürlich immer aufs Motorrad drauf an, deswegen empfehle ich natürlich sehr stark die SV 650, weil da wirklich die Ersatzteile sehr, sehr günstig sind. Ich denke, wenn man das Ganze jetzt zusammengefasst hat, ihr habt zum einen gesehen, wie man oder was das Innenleben eigentlich einer Bremse ist, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert, auf was man einfach achten muss. Seid da relativ penibel, wenn ihr das Ganze macht, weil die Bremse, die muss funktionieren. Da gibt es kein A oder B oder vielleicht oder so zwischendrin, sondern das muss einfach sauber sein. Die Zylinder, die müssen rostfrei sein. Wenn nicht, kauft die unbedingt neu. Ersetzt immer die Dichtungen, achtet auf den Drehmoment. Seid einfach sorgsam. Nehmt euch auch wirklich die Zeit, um das Ganze zu tun. Ich habe jetzt beispielsweise tatsächlich 8 Stunden gebraucht, um das Ganze zu machen, natürlich mit Pause und desgleichen. Ich denke, man schafft es auch in 4 bis 5 Stunden, aber es ist tatsächlich nicht von heute auf morgen gemacht. Von daher nehmt euch da wirklich die Zeit. Wenn euch jetzt dabei was aufgefallen ist, wo ihr jetzt auch sagt, oh Matze, da hast du jetzt mal wieder richtig daneben gegriffen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin kein Mechatroniker, kein Kfzler, ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich habe natürlich viele Videos angeguckt, wo ich das Ganze auch bei mir etabliert habe. Sowas zeige ich in der Regel auch erst im Video, wenn ich es auch schon mal ein paar Mal gemacht habe, damit ich da relativ drittversch bin. Wenn jetzt da natürlich ein Kfzler unter euch ist, der sagt, boah Matze, da musst du drauf achten. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, das bringt auch den anderen was. Ja, und von daher, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Wenn euch irgendwas gefehlt hat,
an Lerninhalt oder ähnliches, schreibt es auch gerne in die Kommentare, dann mache ich auch gerne nochmal ein Video dazu. Und in diesem Sinn, die Linke zum Gruß, bis zum nächsten Mal, bis dann, Antenne.